Alle Frauen auf der Welt sind Töchter. Und ich bin auch eine Tochter. Die Tochter eines Försters. Und ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. Wohnung ist etwas übertrieben. Es war ein Zimmer-Appartement, 30 Quadratmeter, mit Küche, Bad und Balkon. Mein eigenes Reich, ich fand's ganz toll. Die Kita betreute über 100 Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren und in meiner Gruppe waren 20 Kinder zwischen 6 und 8 Jahren. Ich liebe Kinder und Kinder lieben mich. Mein Traum war ja, einen Förster zu heiraten und mit ihm 5 Kinder zu bekommen. Aber es kam alles ganz anders. Das Leben hatte seine eigenen Pläne für mich. Die meisten meiner Kolleginnen waren verheiratet und sahen es nun als ihre Aufgabe an, mich mit einem Mann zu verkuppeln. Ich sollte unbedingt unter die Haube. Mir lag aber nichts ferner als das. Ich wollte meine gerade gewonnene Freiheit genießen. Am engsten war ich mit Ina und Didi befreundet, ein verheiratetes Paar mit 2 kleinen Mädchen. Ina leitete einen anderen Kindergarten in der Stadt. Wir sind auch heute noch die besten Freunde. Ina stellte mir andauernd Männer vor. Ein bekannter Boxer war auch darunter. Aber ich benahm mich teilweise wie ein Mann. Ich amüsierte mich. Gina und Anna wären hellauf begeistert gewesen. Aber Anna stand kurz vor der Geburt ihres Babys und Gina hatte sich in aller Stille mit einem Beamten verlobt. Ich ging auf Partys und in Clubs und lernte andauernd irgendeinen Mann kennen. Aber der Richtige war leider nicht darunter. Es war aber auch nicht so wichtig für mich. Eines Abends standen Ina und Didi vor meiner Tür und luden mich zu einer heurigen Party bei ihren österreichischen Freunden, die ich nicht kannte, ein. Ich hatte eigentlich keine Lust. Ich war die letzten Tage viel unterwegs gewesen und wollte an diesem Abend nur ausruhen. Aber ich ließ mich überreden. Als wir in dem Haus ankamen, saßen da nur Paare herum und ich fühlte mich total unwohl. Ich kam mir völlig deplatziert vor. Ich saß also zwischen 4 bis 5 Ehepaaren, als die Tür aufging und noch ein Paar hereinkam. Als ich den Mann sah, war ich hin und weg. Pechschwarzes Haar, stahlblaue Augen hinter seiner Brille, tolle Figur. Was für ein attraktiver Mann, dachte ich. Er trug ein edles Hemd, auf dem Tänzerinnen, die den Cancan tanzten, abgebildet waren. Seine bildschöne Frau stand ihm nichts nach. Pretty Woman, lange rote Locken, Kulleraugen. Was für ein Paar, dachte ich. Und als sie im Laufe des Abends erzählte, dass sie nach ihrem Lehramtsstudium mit ihrem Mann ins Ausland gehen wollte, war ich neidisch. Mir fiel aber auf, dass Frank, so hieß er, mich den ganzen Abend nicht aus den Augen ließ. Er war ein sehr introvertierter Mann, der nicht viel sprach. Sie hingegen war mir sehr ähnlich vom Temperament her. Und als sie ziemlich angetrunken war, schüttete sie ihrem Mann ein Glas Wein ins Gesicht und sagte: „Hör auf, die Frau so anzustarren." Meine Freunde schauten mich daraufhin an und meinten: "Time to say goodbye." Und so verabschiedeten wir uns. Am nächsten Morgen, ich hatte etwas Kopfweh von dem Heurigen, klingelte es an meiner Tür. Ich war noch gar nicht angezogen, ich trug noch einen Bademantel. Und als ich öffnete, stand Frank davor. Er hielt einen kleinen, niedlichen Hund, der Schnauze hieß, an der Leine. Und als er sah, dass ich noch nicht angezogen war, sagte er, er kommt in einer Viertelstunde wieder. Er sah umwerfend aus, er trug Jeans und Boots und einen langen Ledermantel innen mit Fell, es war ja Winter. Er nahm mich in seine Arme, seine Augen strahlten und er sagte nur einen Satz: "Du bist es." Ich gebe zu, ich fühlte mich geschmeichelt, aber er war verheiratet und das kam für mich überhaupt nicht in Frage. An diesem Tag kam er noch mehrere Male und er sagte immer nur: "Du bist es." Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch gefällt mein Kanal, also bitte fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.